Lieber Remy, du bist ja nicht nur Vorstandsvorsitzender der Allianz, eines der führenden Versicherungskonzerne, der stark auf das Thema Gesundheit setzt, sondern auch als Person ein absolutes Role Model, wie man als Führungskraft Mental Health Kultur, eine Kultur im Unternehmen etablieren kann. Ich kann mich erinnern, wir haben auch gemeinsam so einen Resilienz-Workshop gemacht und da warst nicht nur du persönlich anwesend, sondern es waren auch 700 Mitarbeiterinnen von dir vor Ort und es hat zu so viel Resonanz geführt, dass sogar das Wirtschaftsmagazin Trend einen mehrseitigen Bericht darüber geschrieben hat. Dementsprechend natürlich sind wir alle gespannt. Lieber Remy, was ist denn so das Erfolgsgeheimnis bei der Implementierung gewesen, dass so ein Angebot tatsächlich gelebt und angenommen wird? Kannst du uns da vielleicht so zwei wesentliche Erfolgsfaktoren verraten? Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite schönen Nachmittag und danke für die Einladung und dafür, dass ich kurz meine Perspektive darlegen kann. In der Tat, als Versicherer und auch als Arbeitgeber von ungefähr 2.500 Menschen tragen wir eine Verantwortung und wir haben in unserem Produktportfolio nicht nur die Gesundheitsversicherung, die wir verkaufen und damit auch unseren Kunden das anbieten, eine physische oder wir versichern physische Gesundheit, aber jetzt auch die mentale Gesundheit, sondern wie Toto es auch gesagt hat, es geht auch hier um Authentizität. Also es geht auch darum, dass wir das tun, was wir sagen und auch das unseren MitarbeiterInnen anbieten, was wir auch unseren KundInnen anbieten. Und gerade in dieser Zeit der hohen Geschwindigkeit, des Drucks, des Stresslevels, der Dynamik, der Corona-Krise ist es umso wichtiger, unsere MitarbeiterInnen auch mitzunehmen auf diese Reise und nebeneinander zu stehen und das gemeinsam zu machen. Also ich würde sagen, ein Erfolgsfaktor A ist wirklich authentisch, A wie authentisch, nicht nur A wie Allianz, sondern A wie authentisch, dass wir wirklich auch das leben, was wir sagen, was wir verkaufen. B ist aus meiner Sicht auch das Thema Bewusstseinsbildung. Du hast es angesprochen, Bernadette, wir haben eine Workshop-Serie gemacht, wo beim Kick-Off alleine 700 Teilnehmer da waren. Und ich war völlig baff. Also es war ein unglaubliches Erlebnis, dass beim ersten Kick-Off und beim Workshop 700 Mitarbeiter daran teilnehmen, was mir gezeigt hat, das ist ein echtes Thema. Und dieses Bewusstsein bilden, wie geht es mir, das in mich hineinhören, aber auf der anderen Seite auch einen Werkzeugkoffer zu bekommen, was ich dann machen kann, wenn ich einmal verstanden habe, wie es mir geht und wie ich mir selbst auch helfen kann oder Hilfe holen kann, in einer vertrauensvollen und auch anonymen Umgebung. Das sind wir auch unseren MitarbeiterInnen verpflichtet. Und das ist auch nicht nur, ich sage mal, auf einer Metaebene, sondern wir machen das sehr konkret. Also dieser Werkzeugkoffer ist eine Serie von 12 Einheiten, wo wir insgesamt über 4.000 Teilnehmer hatten über diese ganze Serie und das war unglaublich. Und das ist auch ein Zeichen, denke ich einmal, dass wir neben unseren KollegInnen stehen und auch wirklich ganz konkrete Angebote anbieten und Instrumente anbieten, wie man mit dem Stress, mit der Belastung auch umgehen kann. Weil das kann ich nicht ändern. Das ist so, wie es ist und ich kann sozusagen nur schauen, dass ich die Verantwortung auch trage und auch meinen MitarbeiterInnen das auch bestmöglich anzubieten, weil Allianz fängt nicht nur mit A an und hört mit Z auf, sondern ich sage mal, der letzte Faktor ist auch wirklich das Thema Zufriedenheit und in die Zukunft schauen, nämlich zuversichtlich auch in die Zukunft schauen, 3 Zs. Zufriedene Mitarbeiter, die zuversichtlich auch in die Zukunft schauen, die werden auch die Performance liefern. Letztlich in einer Umgebung, die sehr stressig ist, wo die Belastung und die Belastung sehr groß ist, die Ressourcenausstattung vielleicht nicht auch durchaus knapp ist und deswegen ist es unsere Verantwortung und auch auch das, was wir leben, was wir auch anbieten, auch unseren Mitarbeitern anzubieten. Die Resonanz ist enorm und das freut mich ganz besonders.